Österreich hat ein seit langem bestehendes Waldgesetz, das Nachhaltigkeit garantiert. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft selbst und wird definiert als Mehrzuwachs als Einschlag. Um jedoch den jährlichen Bedarf an Rundholz zu decken, muss Holz auf dem europäischen und internationalen Markt beschafft werden. Dies birgt die Gefahr, illegal abgeholzte Produkte auf den europäischen Markt zu bringen. Die EU-Holzhandelsverordnung, kurz EUTR, versucht dies zu bekämpfen. Illegalität wird nicht nur als Abholzung gefährdeter Baumarten definiert, sondern auch als Verstoß gegen nationale Forstgesetze. Wie wird sich das Thema der Rückverfolgbarkeit von Holz in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Welche Faktoren spielen bei der Entwicklung eine Rolle? Im Rahmen des Projekts DESIRA haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie sich diese Thematik bis zum Jahr 2031 entwickeln wird. In diesem Clip wird ein Szenario durchgespielt, welches auf Konsum basiert. Wir nennen dieses Szenario Abbau. Das Konzept folgt der Idee, den Wald und seine Bäume auf nicht nachhaltige Weise zu nutzen. Im Vergleich zu Lebensmitteln hat Holz als Konsumgut eine geringere Bedeutung. Die Herkunft des Holzes hat keinen so hohen Stellenwert wie die Frage nach der Herkunft unserer Nahrungsmittel. Dieser Umstand spiegelt sich darin wider, dass die gesellschaftliche Forderung nach Nachhaltigkeit in Bezug auf Wälder und forstwirtschaftliche Produkte stagniert. Welche Rolle spielen Technologien in diesem Szenario? Ihr Einsatz bleibt weiterhin minimal. Es gibt keinerlei Fortschritte bei der Anwendung digitaler Technologien für die Rückverfolgbarkeit von Holz. Dies ist auf ein Fehlen einheitlicher nationaler Standards der EUTR zurückzuführen. Technologien zum Einsatz der Holzverfolgung sind nach wie vor teuer und nicht für eine Massenanwendung geeignet. Ähnlich verhält es sich mit dem Prinzip Open Data. Die Datenmenge, die in der Holzwirtschaft nach der Idee und dem Konzept von Open Data verwendet wird, bleibt verschwindend gering. Ganz anders verhält es sich mit der Nachfrage nach Holz. Im Gegensatz zur Nutzung offener Daten steigt die Nachfrage drastisch an. Dies hat zur Folge, dass nicht nachhaltige Praktiken zunehmen und illegaler Handel floriert. Als Konsequenz nimmt Biodiversität mit konstanter Geschwindigkeit ab, was Gefahren für Mensch und Natur mit sich bringt. Auf internationaler Ebene wird die Rolle der Wälder bei der Definition von Klimazielen und Klimaversprechen unterschätzt und nicht berücksichtigt. Die Rolle grüner Regierungen ist ambivalent. Entweder löst sich die Bedeutung der Nachhaltigkeit im Holzhandel auf politischer Ebene komplett auf, oder politische Parteien mit nachhaltiger Agenda sind nur vereinzelt in der Regierung und erzielen keine Wirkung.